Als erstes kannst du eine klein gehackte Püree-Stange in einen Topf auf mittlere Hitze mit etwas Öl hinzugeben. Und gleich danach kommt eine klein gewürfelte Knoblauchzehe dazu. Was ich dir nicht nur für diese, sondern für jede Brokkolisuppe empfehlen kann, ist sowohl die Brokkoliröschen als auch den Strunk zu verwenden. Denn der Strunk hat ein besonderes feines Aroma, das deine Suppe aufs nächste Level bringen wird. Póngame de cuatro pa' chicharnos. En el PH nos emborrachamos. A que bobito tan rico nos echamos. Als nächstes kannst du 120 Gramm gewürfelte Kartoffeln in den Topf dazugeben, sowie ein paar Prisen Salz. Die eine Zutat, die diese Brokkolisuppe ausmacht, ist einen grünen Apfel. Diese sauren Noten ergänzen das Aroma einfach hervorragend. Optional kannst du etwas Chili dazugeben, aber dieses Mal würde ich den weglassen. Jetzt geben wir 900 Milliliter Gemüsebrühe dazu und gleich daraufhin fügen wir die Brokkoliröschen hinzu. Nachdem der Brokkoli etwa 5 Minuten gekocht hat, kannst du 200 Milliliter Kochsahne dazugeben und die Suppe pürieren. Danach würze ich mit einem gestrichenen Teelöffel Muskatnuss und schmecke mit Salz und Pfeffer nochmal ab. Was ich immer genial mit dieser Brokkolisuppe finde, sind selbstgemachte Croutons. Um die Croutons zu machen, schneide ich einfach das Brot in groben Würfeln. Hier habe ich 4 Stück Toast genommen. Du musst aber nicht unbedingt Toast verwenden. Du kannst auch gerne Brötchen oder sonst was anderes nehmen. Wichtig ist nur, dass die Stückchen ungefähr dieselbe Größe haben. Für diese Menge Brot lasse ich um die 50 Gramm Butter auf einer Pfanne auf mittlere Hitze zergehen und gebe die Brotwürfel gleich danach dazu. Croutons selber zu machen ist an sich keine Wissenschaft. Man muss einfach die Stückchen regelmäßig rühren, damit sie nicht verbrennen. Ich habe zu spät bemerkt, dass mein Pürierstab nicht mehr das ist, was er einmal war, und ich war mit der Konsistenz gar nicht zufrieden. Wenn du also keinen Profi-Pürierstab hast und dir eine cremige Konsistenz wichtig ist, kannst du wie ich anstatt dem Pürierstab den Mixer nehmen. Schau mal, das sieht schon mal viel besser aus. Ich serviere die Brokkolisuppe mit ein paar Croutons und ein bisschen klein gehackter Petersilie. Und wenn du noch nie Brokkolisuppe mit grünem Apfel probiert hast, musst du diese Suppe auf jeden Fall nachkochen. Wenn du aber mehr lateinamerikanische Suppenrezepte schauen möchtest, ist die Playlist auf der linken Seite genau das Richtige für dich.